Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, hier ist eine wild aufgerissene Box und ich muss euch sagen, es war einfach nicht anders möglich. Ich habe mich nicht mehr zurückhalten können. Rita hat recht. Ihr seht, es ist auch relativ spät schon am Abend und es ist einfach, wir mussten jetzt diese Box aufmachen und ein Video darüber drehen, denn das ist grandios, was hier drin ist. Wunderbares werdet ihr hier drinnen finden. Eine Box weil viele immer fragen, 400 und ein paar zerquetschte Euros, sind etwa 6.500 Teile. Wir haben wieder bei unserem Händler des Vertrauens bestellt. Ich stelle sie mal hier auf den Boden und gebe Rita das erste Lot. Brickmania Check blende ich hier ein, ist der Händler, falls ihr dort was braucht. Ist zwar mit den Preisen auch etwas nach oben gegangen, wie fast alle, aber er hat gute Teile gehabt und die werden wir euch jetzt präsentieren. Zuerst darf Rita mal und dann bin ich an der Reihe. Genau. Also wir haben einiges bestellt für die aktuellen Projekte und unter anderem, ihr wisst es, ein aktuelles Projekt ist natürlich der Zoo. Und deshalb habe ich hier, und ich habe mir gedacht, vielleicht nicht nur für den Zoo, sondern vielleicht auch für die Natur so, habe ich diese 2x6er bestellt. Ich glaube, es sind nur 2x6er hier drinnen. Genau, um den Weg quasi im Zoo zu machen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall rein. Wir erweitern jetzt den Zoo. Dort ist der Weg braun und da brauchen wir braune Plates. Ganz richtig. Dann auch das nächste Säckchen für den Zoo. Einmal zwei diese Log Pieces, die ich persönlich ganz cool finde. Die brauchen wir natürlich für die Mauern des Zoos, denn da haben wir mittlerweile jetzt schon ein bisschen zu wenig. Die sind uns ausgegangen. Das stimmt. Dann geht es weiter, wenn ich mal das nächste Säckchen hier präsentieren darf. 2x4er Plates in grün, ganz einfach. Eine ganze Menge, ich glaube das sind über 200. Auch Rita hat hier einige von ihren Log Pieces, auch für die Natur, die gefällt uns so bei Lego. Es gibt relativ wenig Teile, mit denen man eine schöne Natur bauen kann. Genau. Hier mit so grünen Platten geht das. Deswegen haben wir hier mal bestellt. Die haben nur ein paar Cent gekostet, ja. Da haben wir gerne zugeschlagen. Wobei wir extra geschaut haben, wir haben uns für dieses Grün entschieden, weil es mit Abstand das billigste war. Da kommen wir auch dann später noch zu anderen Teilen, wo wir das auch gemacht haben. Also manchmal ist es schon auch wert, da ein bisschen zu schauen, welche Farben angeboten werden. Richtig, ja. Wir haben auch ein paar Teile in Dark Green bestellt übrigens, auch zum Teil bei neuen und alten Farben. Ja, ihr kennt Rita. Endlich haben wir wieder Wasserfliesen bestellt. Einmal zwei Teils in Transparent Dark Blue. Ich weiß gar nicht, wie lange die jetzt aus waren bei uns. Die kosten auch mittlerweile fast, ich glaube, 5 Cent. Das ist horrend. Ja. Und eine Katastrophe, denn der Teich im Park ist noch immer nicht gefliest und bei der Piraten-Vergnügungspark-Ding ist auch noch, da fehlt auch noch was, also es ist katastrophale Zustände. Genau. Deswegen dort beim Piratenteil des Vergnügungsparks, dort haben wir mal einen ersten Teil gefilmt, da wollten wir so ein Vorher-Nachher machen. Das Vorher haben wir irgendwann, ich weiß gar nicht, im Sommer gefilmt, dann haben wir zu umbauen begonnen, das Nachher haben wir bis jetzt nicht gemacht, aber vielleicht wird das mit diesen Teilen möglich. Ja. Wobei es grandios war, denn Christoph war fast am Weinen beim Vorher, aber das Video kommt. Irgendwann kommt es. Dann haben wir hier ganz professionell in einem Säckchen, wo mal ein Corona-Test drin war, für was man die nicht alles nehmen kann. Das habe ich umgepackt, weil sonst zu viele verschiedene Teile in einem Säckchen drin gewesen wären und das hätte man nicht herzeigen können. Für unsere U-Bahn dunkelgraue Plates in 6x6, damit pflastern wir ja diesen Sidewalk, den es dort gibt, den ja, diese Geschichte, wo dann die ganzen kleinen Geschichten reinkommen, die sind uns ausgegangen. 2x10er. Ich habe da einfach ein paar genommen, die preislich in Ordnung waren. Da sind auch zum Teil gebrauchte Teile dabei, sind auch 4x10er dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe einfach genommen, was so erstens da war, denn das Sortiment war auch dort schon mal größer und habe ich ein falsches Teil genommen. Ja, sie sind auch mit dem Preis, wie ich gesagt habe, nach oben gegangen, wie wahrscheinlich jeder Bricklink-Händler in letzter Zeit, aber das war okay. Dann die Winkelgasse. Ein Projekt, welches auch schon länger steht, die Winkelgasse in einem Sackerl, du sagst es. Rita hat ja vor kurzem begonnen, die Winkelgasse neu zu pflastern, endlich. Ist gut, aber ja, relativ kurzem. Vor kurzem oder vor mehreren Monaten, ich weiß es nicht mehr. Und da sind uns diese 2x2 Round Plates in Dark Blue Spray ausgegangen und irgendwo haben wir sie auch noch in Light Blue Spray.
das Projekt, das meine Mutter zerstört hat und nicht wieder aufgebaut. Ja. Aber gut. Was ein totaler Fauxpas war, meines Erachtens. Aber hier sind übrigens noch Wasserfliesen. Ich glaube, wir haben 1200 bestellt, so in etwa. Das sind jetzt dann alle. Dann haben wir jede Menge für die U-Bahn bestellt. Das ist nichts für die U-Bahn. 1x1 Modified hier mit diesem, vielleicht kannst du das kurz herzeigen, mit diesem kleinen Clip hier. Wir haben sehr viele verschiedene Teile bestellt, deswegen haben wir gesagt, wir geben heute ein bisschen mehr Gas, sonst sitzen wir hier 3 Stunden. Die kosten ungefähr ein Viertel von normalen 1x1er Bricks in hellgrau. Habe ich mir gedacht, die kann man ja umdrehen, dass der Clip hinten ist oder zum Teil, vielleicht kann man ja auch bei dem Clip irgendwas aufhängen. Dann auch, wie ihr gesehen habt, bei der Kurve brauchen wir noch jede Menge dieser Round Bricks. Da haben wir auch ein gutes Säckchen voll Die sehen bestellt. Übrigens, also die Runde, die du da gebaut hast, da habe ich ja auch versucht mitzuhelfen, aber die Idee, die stammt von Christoph. Ist ganz cool geworden auf jeden Fall, finde ich. Und da werden wir natürlich so weiterbauen. Und wir haben noch momentan genug Mauersteine, falls ihr fragt. Nein, wir haben heute keine Mauersteine bestellt, aber diese Runden, die sind uns ausgegangen. Dann haben wir 10 solcher, die sind bei Bricklink unter Support drinnen. Solche Stützen, die habe ich mir gedacht, verwende ich entweder für den Fahrstuhl oder für den Treppenaufgang des U-Bahn-Steigs, also wo man dann von einem Gleis zum anderen oder auch natürlich an die Oberfläche kommt. Da wird irgend so eine Konstruktion reinkommen mit denen hier. Dann würde ich sagen, die habe ich schon auf die Seite gelegt. Machen wir Rita mal eine kleine Freude. Sie hat jetzt zu tun, während wir uns ums Wichtige kümmern. Ich zeige euch, was wir sonst noch bestellt haben. 1x2er in Weiß für Ritas Winterpark, für diesen Frozen Park. Da möchte sie hinten noch ein bisschen aufmauern. Und das sind nicht besonders viele, ich glaube 50 Stück ungefähr. Aber wir haben noch ein paar. Die kann man auch immer mitnehmen, wenn sie günstig sind. Und da haben wir noch ein paar. Dann, das ist so ein zugeknotetes Säckchen, aber ich glaube, ihr könnt sehen, was da... Okay, ihr könnt, glaube ich, nicht sehen, was da drin ist. Schauen wir mal rein. Das sind 2x2... oh, das ist blöd zugeknotet. 2x2 Bricks mit so einem Technik-Pin. Die verwenden wir auch sehr gerne, um irgendwo unten was auszufüttern. Da kommen übrigens noch einige Positionen hier bei diesem Haul heute. Und zwar haben wir letztes Mal überschwellend und fast übertrieben vom Wort Terraforming gesprochen. Alles wird jetzt terrageformt und wir bauen Berge und wir bauen Erhöhungen und wir bauen alles Mögliche. Wir haben nur vergessen, dass wir überhaupt nichts mehr zur Unterfütterung da haben. Das bedeutet, wir brauchen natürlich viele Teile, um den Berg auch innen irgendwie massiv zu machen. Das ist eine Möglichkeit hier. Speziell eignet sich das natürlich für den Winterteil. Das sind 2x2 Bricks mit dieser Pinaufnahme. Die kann man aber nach innen oder auf die Seite geben, dass man die nicht sieht. Kosten weniger als 1 Cent, würde ich sagen. Perfekt. Hier sind noch die doppelten Figuren drinnen. Aber ihr seht es hier, wir haben zweimal die Parker bestellt, also öfter, aber halt 2 verschiedene Parker, einmal mit den offenen Haaren, einmal mit den Zöpfen. Dann haben wir hier jemanden, wo ich gar nicht genau weiß, was der ist, aber er sieht cool aus. Irgendein Hausmeister oder sowas, was weiß ich. Ich wusste es mal, aber ich habe es jetzt vergessen, wo der herkommt. Auf jeden Fall schreibt es uns, wenn ihr es wisst. Coole graue Haare, also das ist echt super. Dann haben wir hier auch noch einen schicken jungen Herrn, der die Haare hat vom Newt Scamander, deswegen wollte ich den auch haben. Und hier das Oberteil, das gefällt uns sowieso recht gut. Das haben wir auch schon ein paar Mal mit dieser kleinen Tasche hier. Also die sehen echt cool aus, die kann man immer gebrauchen, auch zum verschieden hinstellen. Dann haben wir hier auch noch einen älteren Herrn und das kleine Mädchen, das das Gesicht angemalt hat. Ich glaube, das passt eigentlich auch immer. Und dann haben wir auch noch von Hidden Side den lieben, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Den lieben Jack, ja. Oder sowas. Wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht. Die Serie, die wir eigentlich sehr gut oder sehr gemocht haben, aber wir haben die Namen jetzt vergessen. Die Figuren waren zum Teil so um die 1 Euro, die waren im Angebot. Da haben wir zugeschlagen und wie ihr seht, wir haben ziemlich viel Duplikate, also teilweise 5-mal. Rita wird die Figuren auch zerlegen und ihre Einzelteile dann neu zu anderen Figuren zusammenbauen. Da haben wir gedacht, ja, das passt. Außerdem habt ihr schon mal einen Haul bei uns gesehen, wo es keine Figuren gegeben hat? Wahrscheinlich nein, also kein Problem. 1x2x2 Slopes, die erhöhten, haben wir auch ein kleines Säckchen mitgenommen. Die braucht man auch immer für Ritas Winterpark. Es wird grandios. Ja, es wird wirklich, wenn das nicht grandios wird,
Dann, das ist auch für Rita, das bekommt sie, das darf sie herzeigen, Ui. haben wir auch jede Menge, und jetzt wird es wahrscheinlich interessant für euch, und ihr habt euch schon gedacht, was steht da im Titel? Das Thema Terraforming, ja, und das Thema ist natürlich, wie kann man günstig eine Lego-Stadt bauen. Das wollten wir euch in diesem Haul-Video auch ein bisschen zeigen, denn Lego-Steine werden immer teurer. Man bezahlt teilweise für 2x4 Bricks in manchen Farben 30 Cent pro Stück. Das ist jetzt nicht übertrieben. Und wir sind immer auf der Suche nach Teilen, die man gut verwenden kann, die sich eignen, um irgendwas zu unterfüttern, irgendwelche Teile, die dann sowieso verschwinden, die aber günstig sind. Da haben wir jetzt einerseits hier eine ganze Menge dieser Schiffsvorderteile. Ihr seht, die sind vielleicht jetzt nicht besonders schön. Wenn man kein Schiff bauen will, dann fragt man sich, was tut man damit? Aber ihr seht schon, genauso wie sie hier zusammengesteckt sind, kann man hier einen super Untergrund bauen. Das ist vielleicht hier jetzt nicht das stabilste, aber wenn man sie ein bisschen anders anordnet und versetzt, hat man hier eine super stabile Säule, auf die man dann oben was drauf bauen kann. Und diese Schiffsrümpfe, ich glaube, ob die nicht 3 oder 4 Cent pro Stück gekostet haben. Das heißt, wir haben hier einen, ja, das sind 2, 4, 6, 8, 10 Bricks hohen Turm, der uns ein paar Cent gekostet hat in Wirklichkeit und der wahrscheinlich sehr massiv und sehr stabil sein wird. Könnte man sogar irgendwie als Teil irgendeine Stufe, die irgendwo hinaufführt, bauen. So. Sieht, ja, mir gefällt so eigentlich auch ganz moderne gut. Kunst. Sieht sehr elegant aus. Dasselbe haben wir dann noch in klein, die haben überhaupt nur mehr 1 Cent gekostet. Also sind vielleicht auch natürlich, man muss schauen, wie man die einbaut, aber so als Teil eigentlich ganz cool. Und wie gesagt, wird sich auch irgendwie machen lassen, dass wir die so zusammenstellen und dann haben wir eine super Basis für eine Untergrundkonstruktion. Untergrundkonstruktion. Wir haben die verschiedenen Fische uns geholt, entweder zum Essen oder wo auch immer zum Angeln für die Unterwasserwelt. Wir wissen es noch nicht, aber ich habe mir gedacht, die holen wir uns. Dann haben wir auch Bananen zum Essen bestellt. Ein Baguette, das sind übrigens die Sachen, die ich nirgends draufstecken kann, deswegen zeige ich es separat. Und dann habe ich auch noch zweimal den goldenen Schlüssel und einmal den grauen Schlüssel, wenn ich mich nicht ganz täusche, brauchst du das bitte? Gekauft. Denn ich habe ja vor, einen Disney-Shop zu machen in dem Einkaufszentrum. Rita denkt an diesen Einkaufszentrumsturm, und genau. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber bei Disney kann man sich so Schlüssel, so Sammlerschlüssel immer holen und ich sammle die auch im richtigen Leben und deswegen habe ich mir gedacht, natürlich muss der Disney Store die auch verkaufen. Sonst kann ich ja keine kaufen Sehr in gute Wild Idee. City. Da gibt es sicher eine Wild City Special Edition. Mhm. Und dann haben wir uns noch ein paar Skorpione, ein paar so kleine Vögelchen, die sind super, super süß. Croissants haben wir wieder bestellt, Croissants. Dann haben wir hier auch noch Ananässe bestellt und diese Muscheldinger da, die was man so zusammenfalten kann, haben wir bestellt. Für ein Unterwasser-Layout, was vielleicht in Zukunft mal kommen wird. Pizzastücke. Und das ist, glaube ich, von den Flintstones eine Fliese, die, ja, Missing Dino, glaube ich. Die hat mir so gut gefallen. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, was wir damit machen, So aber da süß. lässt sich bestimmt was umsetzen. Irgendeine Auf jeden Fall. Werbereklame oder hat irgendjemand Genau. einen Fernseher zu Hause, wo eben der Dinosaurier abhanden gekommen ist. Ja. Bist du fertig mit deinen kleinen? Und von denen natürlich auch teilweise 5, teilweise 10 Stück. Die nehmen wir immer gerne mit, besonders Rita, die hat da ihre Freude und ist zufrieden und wir mögen es, wenn Rita zufrieden ist natürlich. Ich mag es auch. Die darf sie sich nehmen, wir kümmern uns um Wichtigeres. Wir haben noch so etwas ältere Fensterrahmen in der Breite 3, die waren auch um etwa 1 Cent. 10 Stück an der Zahl und dann auch so interessante Arches und zwar was da ganz interessant ist, vielleicht seht ihr es, das sieht aus wie wenn dieser 1x6er Arch oben drauf geklebt wäre, ist er vielleicht sogar auch, aber das ist ein Teil, ich weiß jetzt die Teilenummer von dem nicht, das dürfte auch ein relativ altes Teil sein, aber die waren auch so um, ich glaube 2 Cent, da haben wir auch eine ganze Menge und da kann man dann wirklich eigentlich schön eine Basis für eine Grundierung irgendwo bauen. Was ich Wir jetzt bekommen die Pizza nicht mehr runter, denn ich habe so schöne Fingernägel. Lass das mich machen, kein Problem. Als nächstes darfst du das hierher zeigen, das ist auch Danke. was Cooles. Feuerwehrflieger. Ich hab sie. Ja, jetzt wird es langsam wild, werdet ihr euch denken. Auch diese hier waren sehr günstig. Das sind übrigens 2 Teile, der Unterteil ist separat.
in Grau. Der Unterteil, glaube ich, war bei 1,1 Cent und das obere Teil, dieses Flugzeugcockpit, ich glaube, das ist ein Feuerwehrflugzeugcockpit gewesen, war auch so etwa bei 1,5 Cent. Ich habe mir zuerst gedacht, nein, das wird sich nicht eignen. Wir sortieren die Shops nämlich immer auch am Schluss dann immer nach allen Items und dann sortieren wir sie nach Preis aufsteigend. Das heißt, man bekommt die günstigsten Teile zuerst. Die waren da dabei, ich glaube sogar auf der ersten Seite. Und die kann man auch irgendwie zusammenstellen und dann hat man dann in der Höhe von, ich glaube, 4 oder 5 Bricks eine gute Fundierung. Dasselbe ist hier, ich glaube, das brauche ich nicht auspacken, solche Bögen in Bright Light Orange, die haben zwar nur 2 Noppen hier in der Mitte, aber die werden sich auch irgendwie eignen, die waren auch eigentlich sehr günstig. Also Thema des heutigen Videos soll ja auch sein, wie wir euch sagen können, wie man beim Städtebau oder was auch immer, Layoutbau, Platz nicht unbedingt, Geld auf jeden Fall sparen kann. Auch diese 1x6er Arches in Rot waren sehr günstig, auch ungefähr 1 Cent. Die sind einfach toll, um unten irgendwas zu unterfüttern, wo man... Man fragt sich dann eigentlich, wie wir auf 400 Euro gekommen sind. Wir haben so viel Geld gespart, dass sonst hätte die Bestellung wahrscheinlich über 1000 Euro gekostet. Okay. Eine andere Methode zeigt euch jetzt meine fabelhafte Assistentin Rita. Wir haben nämlich speziell im Vergnügungspark noch relativ viel Boden zu Fliesen und Platen und auch die sind sehr teuer geworden. Rita zeigt euch jetzt hier eine Konstruktion, ein falscher 4x6 Plate-Stein. Genau. Der sich aber herausstellt, dass er falsch ist, weil es eigentlich 2 Wedge Plates sind, die man perfekt aneinander stellen kann. Und dann ergibt es eine durchgehende Fläche. Bei uns im Vergnügungspark ist das dann wurscht, da sieht das keiner, dass das 2 zusammengesetzte Steine sind. Genau dasselbe ist bei dieser Teileart. Kosten auch weniger als 1 Cent. Man hat aber eine große Fläche. Die kann man, Moment, wie muss ich es halten, so aneinander geben. So, wenn man das mal 4 macht, hat man in der Mitte, ich weiß nicht, müssen wir euch das demonstrieren? Wahrscheinlich nicht. Ich mache das mal, dann seht ihr es, wie es funktioniert. Dann oder habt so ihr nur mehr in der Mitte. Noch 1x2er. Oder je nachdem, vielleicht andere Teile, je nachdem, wie man es fließt. Genau. Und wir werden immer wieder gefragt, wie könnt ihr euch das leisten? Wie macht ihr das? Ihr habt so eine große Stadtfläche, so viele Teile. Wie könnt ihr euch das bei dem heutigen Teilepreis noch leisten? Genau. Mit solchen Tricks, ja. Und dann eben auch das in Bright Light Orange, das man vielleicht jetzt nicht überall brauchen kann, aber im Vergnügungspark bei irgendeinem Fahrmöglichkeit passt das vielleicht dann ganz nicht so auffällt. Und selbst diese hier, die haben einen etwas seltsamen Winkel. Übrigens, das Runde ist für deine Mickey Maus Statue. Diese Bodenmosaik oder was auch immer. Genau, ich möchte gerne ein Musik vor das Disney Castle endlich mal machen. Wir haben schon lange darüber geredet, dass das irgendwie schöner werden muss, da vom Disney Castle, der Boden. Und jetzt habe ich eben vor, eine Mickey Maus zu machen. Das sieht man jetzt nicht besonders gut, weil es dieselbe oder fast dieselbe Farbe ist, fast dieselbe. Aber selbst diese extrem komisch angewinkelten Steine kann man hier so positionieren, dass man eine ebene Fläche dann hat, eine gerade Fläche und das überhaupt kein Problem ist. Da haben wir jede Menge bestellt, denn die waren wirklich günstig und sind zufrieden. Hier haben wir nochmal gelbe Arches. Super. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob das Licht euch das gut präsentieren kann. Auch zum Aufbocken weniger als 1 Cent pro Stück. Dann nochmal solche Arches, also brauchen wir, glaube ich, nicht im Detail zeigen, in der Höhe 2. Das ist nochmal für Rita, das ist auch für Rita. Jetzt kommt viel von ihr natürlich. Wenn euch das nicht interessiert, dann spult vor, 4-5 Minuten, kein Problem. Das sind diese Teile wieder für den Zoo, aber diesmal 1x4er. Denn, wie gesagt, die Mauern müssen gemacht werden. Dann haben wir hier ein paar Jumper Plates bestellt in Dark Tan. Natürlich zum Fließen vom Vergnügungspark, ganz klare Sache. Dann haben wir hier noch weitere Dark Tan Teile, auch zum Fließen vom Vergnügungspark. Teilweise auch für das Shopping Center Mock. Ja. Da brauche ich auch zum Teil diese Plates, also das sind auch so Wedge Plates, 2x4er, 1x1er, was man halt so braucht, um da voranzukommen. Genau. Dann habe ich mir noch das bestellt. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Aber von der Idee her habe ich mir gedacht, und ich gebe das jetzt wieder auf die Platte drauf. Und dann schauen wir mal, ob ich die jemals wieder runterbekomme.
habe ich mir gedacht, da habe ich mir diese Teile hier bestellt. Die in weiß. Und die passenden kleinen quasi Dots-Teile dazu, die man dann einfach hier oben reinstecken kann, damit das quasi komplett ausgefüllt ist. Für was habe ich die bestellt? Eben um ein Mickey Mouse. Ja, so ein Mosaik am Boden, so sieht das ungefähr aus dann. Und das sollen quasi dann die Ohren werden. Ich bin gespannt, wie das dann ausschauen wird. Ich werde mal herumprobieren und ich werde es euch dann zeigen. Auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, also auch der Disney-Bereich wird schöner. Ich muss immer die Drecksarbeit machen. Dann haben wir noch Teile, da kommt sie nie drauf, wieso. Diese hier in schwarz und diese grauen hier, vielleicht. Das sind diese, was es sonst in Goldbahn ganz gerne gibt. Genau, aber Silberbahn quasi, oder beziehungsweise graue Bahn. Die sind bei diesem chinesischen Set dabei gewesen, wo dieses koreanische Dinner, oder wie das heißt. Genau, das Haus, wo sie gerade Abendessen. Ja, das ist hinten offen. Und das ist hinten offen, deswegen wollen wir es mit den schwarzen zumachen. Und vorne geht so ein Weg mit diesen grauen Steinen raus und den möchte ich auch noch ein bisschen erweitern, damit es einfach cool integriert wird. Ganz richtig, ja. Das werden wir hinten ein bisschen zubauen, ihr werdet sehen. Dann habe ich noch was für euch. Platten in 2 verschiedenen Größen, 4x6 und was ist das andere? 5x6, ganz interessant, dürften relativ alte sein, auch in der Mitte mit einem Loch, weniger als 1 Cent pro Stück, auch super zum Unterfüttern, wenn ihr irgendwas braucht. Ihr habt es gesehen beim Bahnsteig der U-Bahn. Da wird man nicht die teuren neuen Platten hernehmen, wenn die auch so passen. Dann haben wir was für Rita. Hast du das schon hergezeigt? Ja. Dann haben wir was für mich. Nämlich, ich habe euch ja gesagt, dass ich beim Frozen Castle gerne auch Bäume rundherum machen möchte. Und da haben wir jetzt auch was bestellt, weil es endlich gegeben hat zu einem akzeptablen Preis. Und das sind eben diese langen und ein paar gleiche in grün, aber kurz. Und ich werde die auch teilweise vielleicht ein bisschen mischen mit weiß, denn ich möchte ja, dass das rund ums Frozen Castle natürlich ein bisschen angeschneit ist, aber trotzdem ein bisschen grün ist. Und die Spitze von diesen Bäumen, diese Spitze von diesen Bäumen ist dann diese hier, genau, und die ist natürlich weiß, weil es ja von oben schneit und nicht von unten schneit. Ich habe noch nie so einen Baum gebaut, aber es wird sicher super. Wir geben da unser Vertrauen voll in deine Hände, ist überhaupt kein Problem, du wirst das sicher gut machen. Also es kommen auch Bäume in den Frozen-Bereich. Hast du noch was oder darf ich wieder weitermachen? Du weiter. Wir haben unsere Blumentöpfe, das sieht man jetzt nicht besonders gut, vielleicht in Flat Silver. Die werden jetzt immer günstiger, entweder kommen die in vielen Sets vor in letzter Zeit, 50 Stück in Flat Silver, 50 Stück in Schwarz, damit wir auch unsere Blumen ein bisschen ein netteres Ambiente geben können. Wir haben nämlich teilweise noch immer Blumen, die einfach so am Wegesrand wild wachsen, das wollen wir natürlich nicht. Dann haben wir jede Menge Teile für das Shopping Center Mock, 1x6er, 1x8er Bricks, 1x2er, wie gesagt, die finale Form ist da noch nicht bekannt. Ich werde noch ein wenig umbauen, ich habe mir auch eure Kommentare durchgelesen. Alle möglichen einmal Fliesen in Dark Tan, 1x6, 1x2, 1x1, ich glaube sogar 1x3. Dann, weil ja die unterste Reihe des Shopping Center Mocks in Medium Nougat ist, auch Medium Nougat, die sehen so köstlich aus, die Steine, ich würde am liebsten schon wieder einen essen. Dann, weil die Teile auch sehr billig waren, ich weiß nicht, sieht man das, 1x1er Plates mit einem Clip, mit einem Zwicker, wie Rita immer sagt, genau, die haben auch, ich glaube, 0,7 Cent gekostet, braucht man immer wieder. 2x2 Jumper Plates in Dark Bluish Grey für unsere Gehsteige, die sind uns nämlich am Ausgehen, die regulären haben wir noch, die sind uns am Ausgehen. Dann, noch was für Ritas Bäume. Ja, sage ich doch. Ich habe mir ja schon gedacht, dass die fehlen. Eben genau solche Schieß-Slopes, aber auch in weiß. Denn natürlich soll ja der Schnee nicht nur an der Spitze sein, sondern zwischendrin auch mal. Ich bin noch gespannt, wie ich das hinbekomme und dass es auch gut aussieht. Ja, im Notfall kann man die immer irgendwo fürs Terraforming verwenden und irgendwas Schneemäßiges damit aufbauen. Die sind noch für die Winkelgasse. Wir hatten sie gerade in dunkelgrau, jetzt in hellgrau. Jetzt in hellgrau. Dann noch kleine Fliesen extra, 1x2, 1x1 in Dark Tan, auch für das Shopping Center Mock. Dann nochmal 1x1er Bricks
mit Loch für einen Pin. Die gebe ich auch für die U-Bahn rein. Die kosten 1 Cent ungefähr, 1,5 Cent. Die normalen 7 Cent. Das Loch, entweder man lässt es und gibt irgendeinen Teil hinein, weiß nicht, ein Grillpiece oder so, oder man dreht es einfach auf die Seite. Und für unser Restaurant Forming, der Mega-Gag, haben wir ein paar Tische bestellt, ein paar Stehtische. Ja, die waren auch relativ günstig, Stehtische in dunkelgrau. Dann solche Round Bricks 4x4 in irgendeinem hellblau, Medium Blue oder was auch immer das Sehr ist. schick. Die waren auch relativ billig, einfach zum Aufbocken, genauso wie diese Teile hier. Das sind so, die hat man in den späten 90ern sehr oft gebraucht, diese. Ja, die waren teilweise für Autos und so weiter. Die haben auch ungefähr 1 Cent gekostet. Auch einfach zum Aufbauen. Also, wie gesagt, nehmt euch unsere Tipps zu Herzen, wenn ihr sagt, dass ihr nicht so viel Geld habt für irgendwelche Projekte, die ihr habt. Man kann, es ist nicht so leicht. Bricklink ist ein Shop, der sehr komplex und sehr kompliziert ist. Also, auch wir bestellen teilweise falsche Teile. Wir bestellen Teile doppelt. Wir vergessen Teile. Es ist eine Katastrophe, wenn wir uns ehrlich sind. Aber man kann, wenn man ein bisschen schaut und wenn es einem egal ist, ob unter dem gebauten neue Teile, gebrauchte Teile oder irgendwelche Teile, die überhaupt nichts damit zu tun haben, sind. Wenn Ihnen das egal ist, kann man sehr, sehr viel Geld sparen. Und das versuchen wir jetzt immer mehr. Es kommt auch noch was dazu. Ich zeige euch das gleich. Seht euch mal das hier an. Dieser Händler hat auch aus welchem Grund immer diese großen, das sind 2 verschiedene Größen, diese uralten grünen Bricks, ich weiß gar nicht, das sind glaube ich 8x16er und das sind 4x12er, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube 4-5 Cent hergegeben pro Stück, und ein 2x4 Stein würde 15-20 Cent kosten. Also da haben wir auch gut zugeschlagen, alles was er hatte, sorry, falls ihr auch solche Steine braucht, die haben wir alle jetzt für den Moment mal gekauft, aber ich glaube, das ganze Säckchen hat da nicht mehr als 50-60 Cent gekostet, und da können wir gut damit arbeiten, würde ich sagen. Dann haben wir endlich, und ich bin sehr zufrieden, dass wir dieses Teil haben, wir haben sogar eine Zuschrift bekommen, danke nochmal an dich. Du hättest uns das Teil auch auf Instagram angeboten. Wir haben dann aber abgelehnt, weil es mit dem Versand und so ein bisschen zu kompliziert gewesen wäre. Das hätte man wahrscheinlich als Päckchen verschicken müssen. Ihr wisst, beim legendären Set, eines der besten Lego-Sets der Geschichte, 4, 3x5, diesem Cargo Terminal ist beim Kran auf der Seite so ein rotes Teil. Das ist ein sehr seltenes Teil, kam glaube ich nur in 3 Sets vor, diesem Space Shuttle, bla bla bla, und noch 1, 2 anderen Sets in Rot. Also ein Teil sieht so aus, das sind 3 Stück. Bei uns fehlt eines, und ich habe jetzt Jahre nach diesem Teil gesucht. Wie gesagt, unser freundlicher Zuschauer, Grüße gehen raus, hat uns das sogar angeboten. Wir haben jetzt bei diesem Stopp 3 Stück, wir brauchen zwar nur eines, ich habe jetzt 3 bestellt aus Prinzip, weil ich mir gedacht habe, das gibt es nicht. Die sind nicht billig, kosten glaube ich 2-3 Euro pro Stück, aber sie sind es wert. Kauft euch dieses Teil auf jeden Fall, wenn es das gibt. Auch wenn ihr dieses Cargo Terminal gar nicht habt, es muss sein. Dann haben wir auch so alte Häken für einen Angler oder für einen Kran, die sind früher öfters in Verwendung gewesen als heute, kommt mir vor. Nein, aber solche Teile habe ich gerne, genauso wie die nächste Position, die darfst du auspacken. Das Set 4565, dieser Heavy Roll, irgendwas. Aus wie eine Pinzette. Das ist der Oberteil dieses Krans. Wir haben da alle, wir brauchen das Teil nicht, aber er hatte, ich glaube, 5 Stück um einen guten Preis, ob das nicht 15 Cent pro Stück waren. Ich habe mir gedacht, das kann ich nicht dort liegen lassen, das arme Teil. Es muss in die Heimat eines, oder besser gesagt 2 wirklich großer 9 Volt Zugfans. Wenn wir also wieder mal ein Konvolut kaufen, wo das Set 4565 drin ist, vielleicht nicht komplett, dann haben wir es hier jetzt, können es komplettieren. Ich bin sehr froh, und mir geht es jetzt besser, psychisch sowie mental, als auch körperlich übrigens, weil wir dieses Teil zu Hause haben, genauso wie bei diesen hier. Die Pinzetten, Lego-Pinzetten. Dann haben wir noch für Ritas Hogwarts Park 1x1er Plates in das ist nicht schwarz, das ist Metallic Silber oder Flat Silver, ich weiß es jetzt nicht, und hellgrau, damit wir die kleinen Spots, die 1x1er verkleiden können. Dann was wirklich Cooles, das Teil habe ich gesehen, weißt du was das ist? Eine Schiene mit Breite nur 4. Kam, glaube ich, in einem Indiana Jones Set vor, wenn ich mich nicht täusche. Wir planen ja auch noch etwas mit unserer Mine zu machen, und ich habe mir gedacht, das wäre doch perfekt, wenn man irgendwo aus einem Stollen rauskommt, dass man das Gleisteil, da gibt es auch Kurven und auch gerade, wir haben jetzt leider nur dieses Bergab- oder Bergaufteil, je nachdem, wie man es in der Hand hat. Oder? Das ist ein sehr seltenes Teil, ich habe mir gedacht, vielleicht kann man das mal irgendwo, wo eine Draisine oder wo irgendwas unterwegs ist, verwenden. Dann haben wir, mich immer wieder. Ja,
bin ein Mann voller Überraschungen. Ganz Der Wahnsinn. 4x8er Plates in Dark Tan, auch für den Shopping Tower. Wie viel haben wir bestellt? Ja, jetzt ist es bald vorbei, jetzt kommt nicht mehr viel. Dann haben wir noch diese alten Fenster, die darfst du den Zuschauern gerne zeigen, denn ich bin mir auch sicher, dass viele da gerne drauf schauen. Die kosten 50, 60, vielleicht auch 70 Cent pro Stück, sind nicht gerade billig, aber die neueren Fensterrahmen, wenn man bedenkt, dass sie auch zum Teil mit den Gläsern nicht mehr ganz so günstig sind. Ich habe die besonders gerne. Die sind einfach damals in jedem Set der City-Serie vorgekommen. Ja. Und wir haben viele Gebäude auch mit diesen Fenstern hier zugemacht. Tankstellen, Creator-Häuser und so weiter. Da passt das super. Und haben wir gedacht, er hat graue, er hat schwarze. Komm, wir bestellen das. So, jetzt sind wir fast am Ende und ihr wartet wahrscheinlich schon auf das große Finale, was auch immer es ist. Wir haben hier noch ein paar Säulen. Wir äußern uns jetzt nicht zum Thema Arches bei der U-Bahn. Rita sagt auch nichts, das ist klug. Wir wissen, dass das Thema Arches bei der U-Bahn ein schwieriges ist, da wir relativ viele brauchen. Hier ist es mal ein erster Vorgeschmack. Das sind jetzt, ich glaube, 7 oder 8 Arches. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen. Es ist gewiss, dass wir nicht fertig werden damit, aber ein kleiner Anfang in hellgrau. Außer sie vermehren sich auf ganz Das mysteriöse könnte sein. Weise. So, jetzt gibt es noch 3 Positionen, dann sind wir fertig. Wir haben Ein erstes Mal, Riesensackerl noch. irgendwo muss das übrigens sein, dieser Umstelldingsbums. Wir haben mehrere Weichen, die genau in die andere Richtung gehen, aber diese Weiche fehlt uns bei der U-Bahn für ein Abstellgleis, die habe ich gekauft. Wir werden es da finden. ist irgendwo in einem Säckchen, oder das habe ich glaube ich sogar zu dir reingegeben, dieser Umstelldingsbums, den habe ich nämlich extra dazu bestellt, den könnte man gleich hier drauf geben. So ein gelbes Teil, wo man die Gleise wechseln kann. Sehr Und gut. ich habe mir schon gedacht, das ist eine komische Banane. Ich glaube, du machst jetzt mal einen Kurs in Sachen Legologie oder sowas. Es kann doch nicht wahr sein, dass du nicht mal so einen Schienenwechsler oder sowas, bei einer Weiche findest. wo Bananen dran gehängt sind und das drückt man dann raus und das bleibt über. Wir kommentieren das gar nicht, was Rita hier von sich gibt. 20 gerade Schienen, auch für die U-Bahn, die fehlen uns dort. Wir haben nämlich keine Power-Function-Schienen mehr gehabt. Ein paar einzelne 9-Volt-Schienen hätten wir noch in gerade, aber keine Power-Functions mehr. Und zeig mal, wie du die Schiene umstellst. Ah, nein! Genau so gehört das nicht, aber ist egal. Ja. Wir werden demnächst sehen, wie Rita dann wieder einen Zugcrash fabriziert, indem sie dieses Teil hier so drauf hat. Kein Problem. Sie lernt ja auch nur. Aber es passt doch. Gut. Wir kommen zur letzten Position. Das ist in so einem großen Säckchen. Ihr habt euch vielleicht gefragt, was haben wir mit dem Thema Flugzeugrümpfe auf uns? Bauen wir jetzt einen Flugzeugfriedhof? Was machen wir damit? Das ist auch ein Tipp. Nochmal, wir haben Flugzeugvorderteile, jetzt haben wir hier Flugzeughinterteile. Rita glaubt, ich spinne komplett. Ja. Es ist dieses Teil auch bitte exklusiv. Das ist ziemlich selten. Das ist nur in einem einzigen Set vorgekommen. Ich kann euch auch die Nummer sagen. Die Nummer ist 7738. Es ist, glaube ich, so irgendein Rettungsflugzeug gewesen. Ein Flugzeugbauer. Ein tolles Flugzeug, ein riesengroßes Teil. Was noch toller ist, dieses Teil hat, glaube ich, 13 Cent pro Stück gekostet. Er hat 21 Stück gehabt. Wir haben also alle genommen. Ja. Und wir planen auch, wenn wir wieder mal was erhöhen, dass wir diese Teile verwenden. Die sind nämlich sehr stabil und die kann man auch hier innen so toll mit Pins zusammenstecken. Hier zum Beispiel natürlich mit blauen Pins, dass sich der Held irgendwie aufregt über unsere Konstruktionen, aber man sieht sie ja nicht innen. Die werden wir hier so positionieren. Man kann dann zum Beispiel auch einen dritten hier dann noch so positionieren oder einen hier so. Und dann wird das eine tolle Untergrundkonstruktion werden. Die sind 7 Bricks hoch, ich glaube, 15, 16 Bricks lang. Man hat hier sogar, wo diese kleineren Flügel drauf sind, so auch Noppen, die ein bisschen niedriger sind. Und ihr seht schon, ich muss nur kurz schauen, zum Beispiel bei dem hier. Rita, was fällt dir auf? Was ist hier der Unterschied? Überleg mal und dann, ich suche in der Zwischenzeit das eine, ich habe schon dieses beim eine Modell. Einen sind Pickel drauf und beim anderen nicht. Und die ist da. Ja, richtig. Die Sticker, sehr gut. Teilweise sind die Sticker auch in besserer Verfassung als bei anderen. Hier zum Beispiel sind nicht mehr viele Sticker drauf. Alle gleich viel. Und zum Teil ist hier sogar
noch die große Platte drinnen, die natürlich auch sehr praktisch ist. Und wir haben auch sogar welche bekommen, wo hier auf der Seite noch so eine orange Plate ist und hier sogar diese Grillteile. Das heißt, die können wir runtergeben oder oben lassen. Das heißt, Gratisteile für uns. Da freue ich mich sehr. Ja. Wie gesagt, 21 Stück. Ich glaube, der Mensch hat sich auch sehr gefreut, dass er die endlich losgeworden ist. Da haben wir eben alle abgekauft und von diesen Feuerwehrflugzeugen haben wir, da hätte er glaube ich sogar noch welche gehabt, also wenn ihr da welche wollt, hat er noch. Und ja, ihr werdet also sehen, wir haben unsere Stadt dann in nächster Zeit günstig Geterraformt. Wir sind gespannt, ob uns das alles hält, ob uns das alles aufgeht, aber es sind zum Teil sehr stabile Teile dabei, die gewissen Dingen eine gute Untergrundkonstruktion bieten werden. Mit ein bisschen Bastelei wird man da gute Fortschritte sehen können und ihr werdet dann verblüfft schauen, wenn ihr einen Berg anseht und darunter sind lauter Flugzeugteile und Bootsteile und keine Ahnung was, alte Platten aus den 1960er Jahren. Das wird sicher sehr interessant. Ich bin ja auch schon gespannt, welchen Berg der Christoph jetzt eigentlich bauen will. Aber gut, wir werden einen Berg bauen anscheinend. Und ja. Jede Menge Projekte. Es geht also flott weiter bei uns. Jetzt haben wir wieder Proviant. Eure Kommentare sind gern gesehen. Danke, dass ihr so lange mit uns jetzt geschaut habt. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben in unsere kleine Welt, in unsere zukünftigen Projekte und natürlich auch in das Thema Geld sparen beim Lego Städtebau. Ja. Und kommt jetzt nicht mit der Variante, man könnte auch, keine Ahnung, Blue Brick Steine kaufen, denn wir wissen, dass die günstiger sind, aber wir wollten es ja mit Lego Steinen machen. Das stimmt. Ja. Oder Holzklötze drunter geben, denn das war ja dann doch wieder nicht so gut. Aber egal. Der Holzklotz ist noch immer drunter. Kein Flugzeug. Der kommt auch kein Flugzeug Hätte man auch unter das Frozen Castle eigentlich solche Teile bauen können. Das wäre sicher interessant. Man ja durch. Ja, egal. Aber gerade das wäre interessant. Nein, nicht beim Disney Castle. Egal. Kauft auch ihr Flugzeug Unterteile, Oberteile, Hinterteile. 14 Cent. Und wenn ihr dort mehr bestellt bei dem Shop, dann bekommt ihr noch Rabatt. Also wirklich gut. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit, auch Christoph. Ich werde mich an meine Bäume machen und an meine Mickey Maus. Und dann kriegt es wieder einmal einen super Input von mir. Wir werden sehen, was Christoph so bringt. Ich werde dann beim nächsten Mal dastehen und sagen, diese Flugzeughinterteile waren ein Fehlkauf, das funktioniert nicht. Nein, ich verspreche euch, das funktioniert und wir werden hier tolle Fortschritte sehen. Gut. Und beim nächsten Mal schauen wir dann mal rein, wenn wir wieder in Wild City sind, was so los ist. Auf jeden Fall. Macht's gut also. Tschüss. Tschüss. Rita schickt ein Küsschen. Mir nicht, nur euch.